Alleine Deutsch meistern. Folge 1. Grundlagen für deinen Erfolg. Hey du! Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinschaust. Willkommen bei unserem Deutschabenteuer. Na Anna, die Frage ist doch, geht das überhaupt? Deutsch lernen ganz allein, ohne Kurs? Aber mal ehrlich, wo soll man da überhaupt anfangen? Gute Frage, Lena. Und eine, die wir heute ausführlich beantworten wollen. Dies ist der erste Teil unserer neuen Reihe zum Thema Deutsch lernen auf eigene Faust. Und die kurze Antwort ist ja, absolut. Es ist definitiv möglich, selbstständig Deutsch zu lernen und es sogar zu meistern. Es braucht die richtige Einstellung und ein paar gute Strategien, und dann steht deinem Erfolg echt nichts mehr im Weg. Puh, das ist schon mal eine Erleichterung. Aber genau diese richtige Einstellung und die Strategien sind ja oft das Problem. Vor allem mit der Motivation wird's tricky, wenn niemand da ist, der dich antreibt. Exakt. Und genau deshalb legen wir heute im ersten Teil den Grundstein. Wir sprechen über Motivation, das Setzen von klaren Zielen und wie du überhaupt erst einmal in die Gänge kommst. Bist du bereit, du da draußen, für deinen Kickstart ins Deutsch-Selbststudium? Sowas von! Ich bin gespannt, wie man das Fundament richtig legt. Los geht's! Tipp 1. Das richtige Fundament. Deine Motivation und Ziele definieren. Okay, das A und O, bevor du überhaupt ein Buch aufschlägst oder eine App installierst, ist: Warum willst du Deutsch lernen? Was treibt dich an? Was ist dein echtes Warum? Ist es für den Job, für ein Studium in Deutschland, vielleicht weil du nach Deutschland ziehen möchtest, oder einfach aus persönlichem Interesse an der Sprache und Kultur? Gute Frage. Bei mir wär's vielleicht, um deutsche Freunde besser zu verstehen oder um im Urlaub entspannter bestellen zu können. Es gibt ja echt 1000 Gründe. Siehst du, das sind schon mal konkrete Gründe. Und daraus leiten sich dann Ziele ab. Es ist super wichtig, diese Ziele klar zu definieren. Deutsch lernen allein reicht nicht. Mach's konkret. Zum Beispiel: In 3 Monaten möchte ich einen einfachen Smalltalk über meine Hobbys führen können. Oder: Bis Ende des Jahres will ich meinen ersten deutschen Roman im Original lesen. Dein Warum, deine Richtung, deine Motivation. Also erst mein Warum klären und daraus konkrete Ziele ableiten? Klingt logisch. Das gibt dem Ganzen ja eine Richtung. Genau. Und schreib dir diese Ziele auf. Mach sie sichtbar. Das hilft ungemein, um dran zu bleiben. Teile große Ziele in kleine, wöchentliche oder tägliche Schritte. Jeder kleine Erfolg, den du feierst, gibt dir neue Energie. Das ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. In späteren Videos dieser Reihe gehen wir dann auf konkrete Lernmethoden und Ressourcen ein. Aber ohne ein klares Ziel und dein echtes Warum wird's schwierig. Tipp 2. Eine positive Lernhaltung entwickeln. Dein Mindset ist alles. Direkt an die Ziele geknüpft ist dein Mindset. Viele denken gleich: Oh Mann, Deutsch ist so schwer. Das schaffe ich nie alleine. So ein Mindset zieht dich nur runter und macht's dir unnötig schwer. Und zack, weg ist die Motivation. Oh ja, das kenne ich. Manchmal sieht man nur diesen riesigen Berg vor sich und denkt, man kommt da nie hoch. Genau. Aber versuch es positiv zu sehen. Jedes neue Wort, jede verstandene Grammatikregel ist ein Schritt auf den Gipfel. Sei neugierig, sieh's als Abenteuer, nicht als Pflicht. Und ganz wichtig: Hab keine Angst vor Fehlern. Fehler sind deine besten Lehrer, besonders beim Alleinlernen. Also mutig sein und Fehler als Teil des Spiels sehen, nicht so streng mit sich selbst sein. Auf jeden Fall. Niemand erwartet Perfektion von Anfang an. Lache über deine Fehler, lerne daraus und mach weiter. Erinnere dich immer wieder an dein echtes Warum.
Wenn du weißt, wofür du es tust, fällt es leichter, auch durch schwierigere Phasen zu gehen. Tipp 3. Die Macht der kleinen Schritte. Routinen für den Erfolg. Wir haben es schon angedeutet. Kontinuität ist wichtiger als stundenlanges Pauken, einmal die Woche. Versuche, eine feste Lernroutine in deinen Alltag zu integrieren. Aber was, wenn man wirklich wenig Zeit hat? Zwischen Job, Familie, Hobbys. Hektik, Leben halt. Selbst 15 bis 20 Minuten täglich sind effektiver als nichts. Nutze Leerlauf. Im Bus, beim Kochen, beim Zähneputzen. Einfach kurz was auf Deutsch hören oder lesen. Verbinde das Lernen mit Dingen, die du sowieso tust. Das Wichtigste ist, eine Gewohnheit zu etablieren. Die ersten Wochen sind vielleicht hart, aber wenn die Routine einmal sitzt, läuft es fast von selbst. Also lieber kleine Lernhäppchen statt gleich ein ganzes Buffet? Klingt machbar. Tipp 4. Dich selbst austricksen. Motivationshacks an Belohnungssysteme. Manchmal braucht die Motivation aber trotzdem einen kleinen Schubs. Was machst du, Lena, wenn du mal so richtig keinen Bock hast? Gute Frage. Meistens verschiebe ich es dann oder esse Schokolade. Ey, Schoki rettet Leben und Lernziele. Setz dir kleine, erreichbare Ziele für eine Lerneinheit und belohne dich danach. Wenn ich dieses Kapitel schaffe, schaue ich eine Folge meiner Lieblingsserie. Oder verbinde das Lernen mit etwas Angenehmem. Lern Vokabeln bei einer Tasse Tee in deinem Lieblingssessel. Das klingt gut. Sich selbst kleine Freuden gönnen. Und was noch? Finde einen Lernbuddy. Auch wenn ihr nicht zusammen lernt, könnt ihr euch gegenseitig von euren Fortschritten erzählen und euch pushen. Oder schließt dich einer Online-Community an. Das gibt echt Rückenwind. Der Austausch hilft enorm. Und noch ein Tipp. Verändere ab und zu deine Lernmethode oder den Ort, um Monotonie zu vermeiden. Mehr zu konkreten Methoden und wo du Lernpartner findest, gibt's dann in einem der nächsten Videos unserer Reihe. Tipp 5. Den Fortschritt sichtbar machen und Erfolge feiern. Es ist unglaublich motivierend, wenn du siehst, was du schon alles erreicht hast. Führe ein Lerntagebuch, in dem du festhältst, was du gelernt hast. Oder mach dir eine Liste mit Vokabeln, die du schon kannst, und schau, wie sie wächst. Also nicht nur auf das schauen, was man noch nicht kann, sondern auch auf das, was man schon geschafft hat? Das ist ein wichtiger Punkt. Man ist ja oft so selbstkritisch. Genau. Jeder Mini-Erfolg zählt. Feier dich dafür. Hast du dein Wochenziel erreicht? Klopf dir auf die Schulter. Hast du deinen ersten kurzen deutschen Text verstanden? Sei stolz auf dich. Diese positiven Gefühle sind der beste Treibstoff für deine weitere Lernreise. Zusammenfassung für deinen erfolgreichen Start. So, Lena und du da draußen, das waren die absoluten Grundlagen für deinen erfolgreichen Start ins Deutsch-Selbststudium. Es beginnt alles mit deinem echten Warum, deinen Zielen, einem positiven Mindset, kleinen Routinen und dem Feiern deiner Erfolge. Das fühlt sich jetzt schon viel machbarer an. Es ist also wirklich viel Kopfsache am Anfang, bevor man sich überhaupt den ersten Vokabeln widmet. Ganz genau. Das Fundament muss stimmen. Und du da draußen, du hast jetzt die ersten Werkzeuge an der Hand. In den nächsten Teilen dieser Serie schauen wir uns dann ganz konkret an, welche Bücher, Apps und Techniken dir am besten helfen können. Aber für heute. Was ist dein erster kleiner Schritt? Deine Aufgabe für diese Woche. Finde dein Warum. Warum möchtest du Deutsch lernen? Setze ein kleines Ziel für nächste Woche. Denk über dein persönliches Warum nach
und formuliere daraus ein kleines, konkretes Lernziel für die nächste Woche. Schreib uns dein Warum und dein Ziel für die Woche unten in die Kommentare. Wir lesen mit. Das hilft dir nicht nur, es festzuhalten, sondern inspiriert vielleicht auch andere. Super! Ich bin gespannt, eure Ziele zu lesen. Und wenn dir dieser erste Teil unserer Selbstlernreihe gefallen hat und du die nächsten Teile nicht verpassen willst, dann lass uns ein Like da und abonniere den Kanal. Und ganz wichtig, aktiviere die Glocke, denn nächste Woche geht's weiter mit den besten Ressourcen. Genau. Du schaffst das. Vertrau dir und dem Prozess. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Grundsteinlegen für dein Deutsch. Also, hau rein und viel Spaß bei deinem Lernabenteuer. Tschüss.